Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bevor wir starten, welchen konkreten Nutzen liefert dieses Video über Taurin? Erstens, reiner Anti-Aging-Fokus. Zweitens, nur Humandaten an Gesunden zählen als Anti-Aging-Beleg. Drittens, Aufklärung und Verbraucherschutz statt Werbe- und Verkaufslogik. Und viertens, präzise Einordnung der Effektstärke. Nach einem kurzen Steckbrief klären wir schon die Leitfrage dieser Analyse. Wie wirksam ist Taurin als Supplement im Anti-Aging-Kontext gemäß seriöser Studien mit gesunden Erwachsenen? Erstens Steckbrief. Taurin ist eine körpereigene, schwefelhaltige, aminosäureähnliche Substanz. Sie kommt in vielen menschlichen Geweben vor, besonders in Herz, Muskulatur und Gehirn. Über die Ernährung gelangt Taurin vor allem über tierische Lebensmittel in den Körper. Zusätzlich kann der Mensch die organische Säure begrenzt selbst bilden. Für Longevity wird Taurin meist mit 3 Funktionen in Verbindung gebracht: Zellhaushalt, Calciumregulation in Herz und Muskulatur sowie Gallensäurenbildung. Als Supplement wird Taurin oral eingenommen, meist als Kapsel oder Pulver, teils als Getränk. Die Dosierungen in Untersuchungen am Menschen schwanken in der Regel zwischen 1 und 8 Gramm pro Tag. Und damit zur Schlüsselfrage dieses Videos. Für welche anti-aging-relevanten Bereiche existieren zu Taurin beim gesunden Erwachsenen überhaupt verwertbare Humanstudien und wo endet die Datenlage bislang? Beginnen wir mit dem Herzstück dieses Videos, dem Forschungsstand. Zweitens. 2.1 Blutdruck und Gefäße. A. Kernquelle. Ein chinesisches Expertenteam um Medizinerin Zhang veröffentlichte 2024 eine systematische Übersichtsarbeit mit Meta-Analyse zur Wirkung von Taurin auf Blutdruck und Herz-Kreislauf-Parameter. B. Studienrahmen. Enthalten sind 20 RCTs mit 808 Teilnehmenden, darunter gesunde Erwachsene sowie Patienten, Vorerkrankte. Die Dosierungen lagen in der Regel bei 0,5 bis 6 Gramm Taurin pro Tag, überwiegend als Kapseln. C. Befunde bei Gesunden. Der systolische Blutdruck sank im Mittel um rund 3 bis 4 mm Quecksilbersäule, also messbar bzw. minimal, rund 1 bis 9%, eher am unteren Ende. Jedoch nicht in allen Einzelstudien gleich. Der Ruhepuls lag meist 1 bis 2 Schläge pro Minute niedriger. Der diastolische Blutdruck blieb ohne belegte Senkung. D. Befunde bei Vorerkrankten. Bei erhöhtem Blutdruck fielen die Reduktionen hingegen häufiger moderat, rund 10 bis 40% aus, abhängig vom Ausgangswert. E. Einordnung im Anti-Aging. Die besseren Resultate bei Vorerkrankten stehen vor allem für Korrektur gestörter Werte. Bei Gesunden bleiben es sehr kleine Verbesserungen, ohne überzeugenden Hinweis auf Gefäßverjüngung. 2.2 Sportliche Leistung. A. Kernquelle. Eine malaysisch-chinesische Forschungsgruppe mit Sportwissenschaftler Deng veröffentlichte 2025 eine Meta-Analyse zur akuten Taurineinnahme vor sportlicher Belastung. Ergänzend liegt eine türkische Meta-Analyse von Bustar aus 2022 vor, sowie eine ältere britische Meta-Analyse von Waldron aus 2018. B. Studienrahmen. Bei Deng wurden 23 randomisierte Studien mit insgesamt 308 Teilnehmenden ausgewertet. Untersucht wurde die Einzeldosis Taurin im üblichen Bereich von 1 bis 6 Gramm, verabreicht als Kapsel oder Getränk, meist etwa 1 Stunde vor dem Training. C. Befunde bei Gesunden. In Quelle 1 und 2 ergaben sich insgesamt lediglich messbare uneinheitliche Leistungsgewinne in sportlichen Tests, rund 1 bis 9%. Die Verbesserungen betreffen vor allem Kraft, Schnellkraft, Agilität, Koordination und teils Explosivtests.
Bei klassischen Ausdauermessgrößen wie der maximalen Sauerstoffaufnahme sowie beim Anstrengungsempfinden fand sich dagegen keine nachweisbare Wirkung. Waldron berichtet zusätzlich leichte Vorteile in Ausdauertests, Durchhalten bis zur Erschöpfung, ohne Zusatznutzen durch höhere Dosen oder mehrtägige Einnahme. D. Einordnung im Anti-Aging. Wenn überhaupt, dann spielt Taurin hier indirekt eine Rolle, und zwar über etwas bessere Trainingsqualität und möglichen Muskelerhalt auf lange Sicht. Ein direkter Verjüngungshebel ist daraus nicht ableitbar. 2.3 Muskuläre Regeneration. A. Kernquelle. Eine iranische Expertengruppe um Ernährungswissenschaftlerin und Sportmedizinerin Degani veröffentlichte 2025 eine systematische Übersichtsarbeit mit Meta-Analyse zu Taurin, Muskelschädigung und Muskelkater. B. Studienrahmen. Eingeschlossen wurden 7 RCTs mit 165 Teilnehmenden, überwiegend gesunde, körperlich aktive Erwachsene. Die Dosierungen lagen überwiegend bei 3 bis 8 Gramm Taurin pro Tag. C. Befunde bei Gesunden. Bei Muskelschädigungsmarkern wie Kreatinkinase und Myoglobin ergab sich insgesamt keine messbare Verbesserung. Beim Muskelkater, Muskelschmerz fand sich in einer Unteranalyse nach 96 Stunden eine kleine Abnahme, grob im messbaren Bereich, rund 1 bis 9%. Die Gesamtsicherheit der Daten ist jedoch gering. D. Einordnung im Anti-Aging. Für Gesunde liefert Taurin damit keinen belastbaren Regenerationsmehrwert. Wenn ein Nutzen auftaucht, dann eher punktuell beim Muskelkater. Mit möglicher Relevanz, vor allem in puncto Trainingskontinuität. 2.4 Kognition und Gedächtnis. A. Kernquelle. Ein chinesisches Forscherteam mit Ernährungswissenschaftler Zhao publizierte letztes Jahr ein systematisches Review mit Meta-Analyse zu Taurin und kognitiver Leistung. B. Studienrahmen. Zusammengefasst wurden 7 RCTs mit 402 Erwachsenen. Die Studien sind inhaltlich gemischt, teils Taurin allein, teils Kombinationen, teils klinisch geprägte Kontexte. C. Befunde bei Gesunden. Ein durchgängiger reproduzierbarer Effekt für die kognitive Leistung konnte nicht festgestellt werden. Sofern Einzeltests minimale Verbesserungen offenbarten, sind sie uneinheitlich und schwer generalisierbar. D. Einordnung im Anti-Aging. Für gesunde Anti-Aging-Interessierte lässt sich daraus kein belastbarer Grund ableiten, Taurin gezielt für Fokus, Gedächtnis oder Neuroprotektion zu supplementieren. Und damit sind wir schon bei drittens dem Fazit angelangt. Obwohl Taurin im Longevity-Umfeld seit ein paar Jahren als Anti-Aging-Geheimtipp gehandelt wird, fällt das Bild aus Humanstudien bei gesunden Erwachsenen deutlich unspektakulärer aus. Das eingeblendete Kurzfazit bringt es auf den Punkt. Und damit zur Ausgangsfrage dieses Videos. Taurin, Alterung gestoppt. Dieser Titel ist ein typischer überzogener Werbesatz, der aus der früheren Tierforschung mit Mäusen und Ratten stammt. Wissenschaftlich ist er natürlich bezogen auf gesunde Erwachsene nicht annähernd haltbar. Unterm Strich konnten lediglich minimale bis kleine uneinheitliche Signale in Bezug auf den Blutdruck und im Sportkontext festgestellt werden. Selbstverständlich sind sie kein Nachweis, dass Taurin Alterung stoppt oder biologische Verjüngung auslöst.
Für direkte Messgrößen der biologischen Alterung, etwa epigenetische Uhren zur Abschätzung des biologischen Alters, Telomerlänge oder Gebrechlichkeitsindizes, fehlt es im Februar 2026 an ausreichend Humandaten für eine belastbare positive oder negative Einordnung von Taurin. Zur Verträglichkeit: Taurin wurde in den ausgewerteten Humanstudien in den üblichen Mengen überwiegend gut toleriert. Schwerwiegende Nebenwirkungen wurden nicht berichtet. Im Rahmen meines ABC-Schemas ordne ich Taurin daher in Kategorie B ein. Geringe Humanevidenz mit sehr begrenzter Effektstärke und Relevanz für Anti-Aging. Demzufolge findest du das dazugehörige Merkblatt für einen möglichen Taurin-Selbsttest wie immer in der Videobeschreibung. Ob ich Taurin als Nahrungsergänzungsmittel selbst testen würde? Nein, mich überzeugen die Befunde nicht. Schalentiere, Meeresfische und weißes Fleisch als taurinreiche Lebensmittel esse ich ohnehin regelmäßig. Damit wäre soweit alles gesagt, meine Lieben. Wenn du genug hast von oberflächlichen oder pseudowissenschaftlichen Beiträgen und wissen möchtest, was bei gesunden Erwachsenen in Humanstudien wirklich übrig bleibt und was nicht, dann bist du hier genau richtig. Sofern dir diese Art von Verbraucherschutz gefällt, dann unterstütze meine ehrenamtliche Arbeit gerne mit Like und Abo. Dadurch sorgst du nämlich für weitere regelmäßige Wirksamkeitsanalysen hier bei YouTube. Vielen lieben Dank im Vorab. In diesem Sinne, let's get younger, not older. Mille grazie fürs entgegengebrachte Vertrauen und Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Euer Mika Young.